Also gestern sind wir angekommen, jetzt geht's los auf unseren großen Anführungszeichen Sommerturn. Die nächsten 3 Wochen ist nicht ganz so sommerlich, aber gut, es ist auch schon ein bisschen später im Sommer. Und wir sind gerade rausgefahren aus der Heimatmarine, haben das Boot schön alles gerichtet und wollen heute die nächsten 24 Stunden noch ein bisschen den Westwind nutzen, der angesagt ist, bis dann ein Winddreher kommt und der Wind aus Osten kommt. Und da wir nach Rügen wollen, ist es natürlich so, dass wir ansonsten, wenn wir auf Ostwind stoßen, müssen wir kreuzen oder gegen anfahren. Das wollen wir nicht, deswegen fahren wir jetzt auch über Nacht. Das ist jetzt kurz nach dem Mittagessen. Wir haben so 90 Seemeilen vor uns bis Barhöft, ist der Plan. Auch mit inklusive halt Passage über Nacht, da freuen wir uns schon lange drauf und wollen innerhalb von 24 Stunden dort sein. Und wenn der Wind das hält, was er verspricht, dann ist es ein West, der auf Nord dreht im Laufe dann der Nacht, sodass wir eigentlich achterlichen oder Halbwindsituationen haben. Ja, mal schauen, sehr schön. Und Simon hat die Karre ausgeparkt, fährt sie jetzt aus dem Fahrwasser raus und dann ziehen wir die Segel hoch. Und los geht's. Genau, in dieser Episode setzen wir also Segel zu einer Nachtfahrt in den Sonnenuntergang in Richtung der Insel Rügen. Wer das also nicht verpassen möchte, einfach bis nach dem Intro dranbleiben und viel Spaß! Ja, also bis auf das, dass die Windrichtung nicht richtig vorhergesagt ist und der Wind jetzt eher aus Nordost schon kommt, was eigentlich erst für morgen vorher ausgesagt war, ist es ganz hübsch, kaum Welle. Wir haben so 11, 12 Knoten Wind. Someday läuft, 5,5 Knoten, ist so ein Armwindkurs. Also das ist echt hübsch. Wir hoffen natürlich schon, dass der Wind dann noch mal ein bisschen mehr wie angesagt kommt, damit wir eher ein bisschen eine Vorwindsituation haben. Mal gucken. Das ist aber mal ein angenehmer Wind. Easy go, this is someday, someday, someday. Wir sind auf Kollisionskurs, bitte melden. Nach dem Passieren der Landmarke Pelzerhaken konnten wir dann direkten Kurs in Richtung Dasserort nehmen. Also jetzt scheint ja wieder die Sonne zum Glück nach so ein paar kleinen Regenschauern. Und den Moment nutzen wir jetzt und essen gemütlich ein bisschen. Die ersten 3 Stunden sind
sind jetzt und wir mussten vorher den Motor anschalten, weil der Wind jetzt eingeschlafen ist. Und wir wollen ja trotzdem vorankommen, deswegen Motor. Es regnet gerade auch ein bisschen. Aber diesmal müssen wir nicht vorbei, aber wir müssen wieder Ding schreiben. Wir hatten jetzt ja doch so tatsächlich noch die letzten 2 Stunden wieder Schmuddelwetter, was wir häufig haben in der Ostsee. Wir hatten Wind bis 20 Knoten, aber halt so nie so Regen, irgendwie bedeckt alles, ein bisschen Welle. War überhaupt nicht schlimm, aber nicht so wie angekündigt. Und angekündigt war das, was wir jetzt haben, dass einfach das Hoch sich mehr durchsetzt und das Wetter sich ein bisschen verbessert und wir wirklich mit voller Besegelung rumheizen können. Und das haben wir jetzt. Wir haben so um die 13, 14 Knoten. Wir haben jetzt Vollzeug draußen, machen einen Halbwindkurs, also genauso wie man sich das wünscht. Fräsen über so eine maximal halbe Meter Welle. Ein mega schönes Segeln. Wir segeln jetzt den Abend rein. Das sieht auch der Sonne im Sonnenstand schon an. Segeln jetzt nach der Richtung Ansteuerung Rostock. Und wenn es dann richtig dunkel und richtig in die Nacht geht, dann kommen wir zu einem spannendsten Punkt der Reise. Da sind wir in der Nähe von Darßer Ort, wo das Verkehrszahngebiet ist. Und da müssen wir dann noch mal ein bisschen gucken. Das wird so gegen 1 Uhr, halb 2 vielleicht in der Nacht sein. Da haben wir beide dann Dienst. Freuen wir uns ja schon drauf. Die guten alten Instant-Nudeln. Ja, das ist doch super. Das Zeug ist genial. Unser erstes Kochen mit der Sirius auf See. Ja, wir fangen mal klein an und machen Instant-Nudeln. Ja, Aber mit dem Wasserkocher über den Inverter. genau. Das ist echt geschickt und auch, dass man so einen Kaffee machen könnte. Sieht witzig aus. Gerade was haben wir jetzt aufgebaut? FIFA. Und da unten sieht man es. Jetzt haben wir noch die Playstation mitgenommen. Haben wir jetzt aufgebaut und können wir jetzt sogar noch auf hoher See dank dem Wetter noch eine Runde zocken. Ja, auch irgendwie witzig. Jetzt geht es gerade in die erste Nacht. Wie viel Uhr haben wir gemacht? Jetzt ist es 8 Uhr am Abend und wir sind unterwegs Richtung Ansteuerungstunnel Rostock. Genau, und eigentlich machen wir jetzt sogar noch ein bisschen früher dran. Ihre Schicht geht von 8 bis 9 bis 12. Zusammen dann übernehme ich von 0 Uhr bis 3 Uhr und David macht 3 bis 6. und dann ab 6 Uhr übernimmt Papa wieder. Papa wird da oben, sieht man ihn auch schon, wird die ganze Nacht über pennen. Ja. Und die ganze Zeit da sein. Aber wir zocken jetzt noch eine Runde, dann gehen wir aufs Klo. Ja, eigentlich ganz netter Abend jetzt geworden. Leider noch immer kein Wind, deswegen mussten wir jetzt den Motor anwerfen. Mal schauen, wie es das über die Nacht noch entwickelt. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Sonnenuntergang. Kannst du mal einmal aufs Schiff laufen und kapierst die Position. Wir haben vorne das Dampferlicht an, ganz vorne links, rechts. Das heißt so eine GoPro Rot ist rot und die Heckleuchte ist zwar gerade abgedeckt, aber wir haben. Und da sieht man voll schön den Mond. Der ist so geteilt. Ja. Genau, und wir machen gerade noch ein bisschen Leuchtturmfeuer-Raten und Ansteuertonnen-Befeuerung raten, Seekarte gucken und was blinkt wie und was könnte es denn sein. Also wir raten das als Spiel nur. Ja, genau. Vielleicht kommt es was falsch Genau, vor. nein, als Ratespiel, als Übung und so. Ist ganz lustig. Und wir haben Das ist vorher echt das noch auch nur raten. Was? Ja. einen richtig schönen Sonnenuntergang. So, wie viel waren wir wohl? Es ist jetzt kurz vor 9 oder so und ich bin ja um 3 dann mit der Wache dran und deswegen gehe ich jetzt mal ins Bett, weil morgen fängt der Tag früh an und ich kann dann zwar am Morgen dann nach 6 oder so könnte ich dann nochmal schlafen, aber lieber früh ins Bett gehen und dann morgen fit sein, dass alles glatt läuft. Genau, und bei mir ist es noch ein bisschen anders. Ich bin ja heute um 0 bis 3 dran. Das heißt, ich weiß es zwar nicht, wahrscheinlich werde ich jetzt auch noch mal ein Stündchen schlafen oder so. Aber ich kann ja danach noch von 3 bis 6 recht gut pennen. Deswegen passt das. Stark aus, ne? Sailing vessel Stargazer, Baltic Skipper. So, wir haben jetzt 1:15 in der Nacht. Ich bin jetzt seit ungefähr 3/4 Stunden auf Wache, also seit 0 Uhr. Und man hört es vielleicht, der Motor ist aus. Wir haben jetzt wieder schön Segelwind, so um die 50 Knoten, also perfekt. Von hinten, von der Seite her Halbwind, Traumwind. Und wir können wieder segeln. Und ganz entspannt mit 5 Knoten eiern wir jetzt rum. Gerade noch am Verkehrsgebiet vorbeigefahren und jetzt geht es dann am Darßer Ort vorbei. Das wird so meine Aufgabe für die nächsten Stunden sein. Die Nacht ist schön, ein bisschen wolkig, aber keine große Welle, das passt eigentlich ganz gut.
So mitten in der Nacht. Der Mond ist hinter mir noch rausgegangen. Eigentlich entspannte Nachtwache. Wir fahren ganz entspannt am Traffic Separation Gebiet vorbei. Und was tatsächlich cool ist, ich kann die ganze Zeit im Deck Saloon sitzen, schaue raus, gucke dann einmal hier, wie ich es gerade jetzt mache. Schaue ich einmal durch meine Luke raus. Und ja, sonst passt es eigentlich ganz gut. Dann um 3 wird David übernehmen. Das sind jetzt für mich noch Stunde 20, vielleicht mache ich auch ein bisschen länger. Und dann gehe ich gleich auch noch mal pennen. Und David wird sich bestimmt auch noch mal melden. Also es ist kurz nach 2:30 am Morgen. Simon und ich haben Wache und wir haben bis gerade eben schön gesegelt. Jetzt ist der Wind ein bisschen eingeschlafen, aber wir haben Grundsee rund um Garser Ort. Da wird es ja wieder flacher und wir haben auflandigen Wind gehabt, sodass hier auch ein bisschen alter Schwell steht und schüttelt uns ordentlich durch. Was man auch gerade, glaube ich, erkennen kann, sodass wir jetzt wieder Motor fahren und ziemlich durchgeschüttelt werden und hoffen, dass es hinter diesem Flach beim Garser Ort dann wieder ein bisschen entspannter wird, was die Wellenbedingungen angeht. Und dann setzen wir Kurs tatsächlich auf den Gelnstrom. Der Gelnstrom ist das Fahrwasser rein nach Rügen und wollen dann Richtung Barlift und dort den Anker werfen. Das ist aber sicher noch 5 Stunden oder sowas. Also jetzt bin ich mit meiner Wache dran. Ist jetzt 2:45 oder so. Und wir haben jetzt hier einen ganz coolen Ort eigentlich. Wir sind zwischen Garser Ort und einem Windpark von der ENBW. Der ist Baltic 1, soweit ich weiß. Man sieht hier richtig viele Leuchtfeuer und Leuchttürme. Zum Beispiel so 2, 3 von Hiddensee. Da ist ja einer oben am nördlichen Ende, einer in der Mitte und einer am Süden. Also den Dornbusch sieht man sehr gut. Und sehr dominant ist halt auch der vom Garser Ort, weil man da halt nicht drauf fahren sollte. Genau. Und jetzt fahren wir quasi noch auf Hiddensee zu und werden dann wahrscheinlich im Fahrwasser von Hiddensee einen wunderbaren Sonnenaufgang erleben. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Jetzt gucken wir nochmal. Hier ist der Windpark. Und hier blinkt ziemlich beeindruckend der Leuchtturm von Garser Ort. Back and forth but never together, so I'll stand up and walk out and make my way alone for now. Holy as a ghost, heavy as a feather, pure as the driven snow. But watch your back, it's heartbreak weather. I think it's time to go. My mind's made up. My mind's made up. We'll keep doing this, but nothing's getting better. So I'll stand up and walk out, and make my way alone for now. Anna, warum wackelst du so rum? Genau. Aber das macht mir nichts, gell? Kann man dann trotzdem für die Leute was machen. Was machst du jetzt als nächstes? Kaffee hast du schon? Schwarztee für David. Der hat nämlich die 3 bis 6 Uhr Schicht gehabt. Und super gemacht und hier alles vollkommen kontrolliert. Aber jetzt kommt ein ganz kleines bisschen Seekrankheit. Und die Mama hat ein bisschen mehr als ein kleines bisschen Seekrankheit. Aber ja, Service stimmt hier.
reduzieren? Eine Stunde pennen. So, ja. So, also wir sind vorher angekommen und liegen jetzt vor Anker in Barhöft. Das ist so neben Hiddensee und ein bisschen südwestlich von Rügen. Und jetzt machen wir hier erstmal nach der Nachtfahrt einen kleinen Ruhetag und entspannen ein bisschen, schlafen vielleicht noch ein bisschen nach und erkunden vielleicht auch noch die Gegend. Mal gucken. Nächstes Mal geht es dann für uns nach einem kleinen Besuch in Barhöft, Gent, Stralsund über den ganzen Stretersund. Dort schauen wir uns dann Stralsund an, bevor wir unsere Tour rund Rügen weiter fortführen werden.